Sind alle soweit? Wenn es jetzt noch geht, gehe ich wieder. Sind alle soweit? Wenn es jetzt noch geht, gehe ich wieder. Daniel, willst du nicht? Nee. Wenn ihr noch Zeit habt, dann komme ich. Dann komme ich. Kann mich jetzt überraschen, oder? Ne? Der linke Seite. A few moments later. Ich hätte den Kies mitfahren müssen. Also 2 Runden den Christian nicht überholen, ne, Daniel? Das passt aber jetzt mit dir. Pass auf, es gibt bestimmt was. Die lacht sich schon kaputt. Zwei Einführungen und noch einen Gas geben. Und nicht Christian überholen, ne? Vorher. Los! Klasse. Mit etwas Verspätung heiße ich euch herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es 2 Rennen auf dem Oval des ATC in Aldenhofen und ich nehme euch mit zu meinen Fahrten. Gerade haben wir den Start des ersten Rennens gesehen. Das erste Rennen ist das Elimination Race, in dem 3 Runden gefahren werden. Ganz vorne fährt Christian in seinem gelben Alpha 9 und gibt in diesen beiden ersten Runden das Tempo vor und darf nicht überholt werden. Die erste Runde mit 35 km/h, die zweite mit 50 km/h. Sobald Christian in die dritte Runde einfährt, heißt es All Out und wer zuerst im Ziel ist, hat gewonnen. Bei dem Start in die zweite Runde mit 50 km/h ist direkt zu erkennen, dass das Feld deutlich weiter auseinandergezogen ist. Springen wir nun in die Innenansicht von meinem Velomobil. Wir befinden uns in der letzten Kurve der zweiten Runde und folgen mit etwas Abstand dem Führungsvelomobil, welches wir bis zum Ende dieser Runde noch nicht überholen dürfen. Meine Taktik ist es darauf zu warten, bis die anderen ihren Sprint für die letzte Runde beginnen und mit ihnen dann Vollgas die letzte Runde so schnell es geht zu beenden. Hier sehen wir Daniel in seinem Alpha W9 von hinten an uns vorbeifliegen. Ich bin mir unsicher, ballern wir jetzt schon los oder ist es noch zu früh? Nein, die anderen wechseln jetzt auch in den Sprint, also los. Fuck, leider direkt etwas den Anschluss verpasst. Also alles geben, was der Körper so irgendwie hergibt, und versuchen wieder aufzuschließen. Dadurch, dass wir weiter außen in der Kurve fahren, ist es schwer, an dem roten Milan mit Ruben Schütze als Fahrer vorbeizuziehen. Ruben ist vor einigen Wochen hier auf dem Oval erst einen 24-Stunden-Weltrekord gefahren. Er kennt die Strecke also besser als jeder andere von uns. In der Geraden können wir aber an ihm und 2 weiteren Velomobilen auf einen Streich vorbeiziehen. Vor uns hat sich mit einigem Abstand die Führungsgruppe abgesetzt. Das wird hart, da noch ranzukommen. Auf der Position vor uns ist mein Bruder Daniel, den würde ich gerne noch bekommen. So langsam aber sicher kommen wir auch näher. Er gibt aber auch weiterhin Vollgas und macht es uns nicht leicht.
Wir befinden uns nun auf der Zielgeraden, mein Bruder nur noch wenige Meter vor uns, aber leider reicht es nicht ganz und wir sind kurz hinter ihm im Ziel. Immerhin konnten wir Ruben und seinen Milan hinter uns halten. Damit sind wir auf Position 7 gelandet, womit ich durchaus zufrieden bin. Visier auf, denn Kühlluft ist nach dem Sprint einfach eine Wohltat. Lass uns nun das Ende der letzten Runde noch einmal von außen anschauen und danach geht es mit dem zweiten Rennen weiter. Und damit springen wir direkt zum Start des zweiten Rennen des Tages, welches kurz vor dem Start mit einem Reifenschaden bei meinem Bruder Daniel begann. Dank vieler helfenden Hände und dem Einsatz von Werkzeug hatte der garstige Pro One TT keine Chance und wir konnten alle am Rennen teilnehmen, auch mein Bruder Daniel. Augen auf! Augen auf! Schirme nach unten! Auf die Plätze! Fertig! Los! Mit genügend Luft im Reifen kann es nun endlich losgehen. Da das Klebeband, das meine Frontkamera gehalten hat, zu heiß geworden ist, ist diese leider abgefallen. Deshalb sehen wir uns den Start des Stundenrennens nun aus der Heckperspektive an. Mein Plan für das Stundenrennen ist, nach dem Start eine Leistung von 270 Watt anzustreben und versuchen, diese eine Stunde lang zu halten. Ob das klappt, werden wir im Laufe des Rennens noch sehen. Momentan ist ein typisches Phänomen zu beobachten, dass sich das gesamte Feld erst einmal sortiert und viele Fahrer am Anfang direkt losschießen. Schauen wir mal, wen wir demnächst so alles wiedersehen werden. Das Feld hat sich in den ersten 5 Minuten mittlerweile sortiert und wir schaffen es, an Bernhard vorbeizuziehen.
Nach gut 20 Minuten war bei mir der Ofen aus und die Leistung weg. Deshalb haben mich ab diesem Zeitpunkt immer wieder die schnellen Fahrer überholt. Wahrscheinlich habe ich am Anfang einfach zu viel Gas gegeben und die Hitze ihren Tribut gefordert. Da muss ich nächstes Jahr besser vorbereitet sein. Netterweise hat uns Patrick, der heute als einziger mit einem Trikes unterwegs ist, seine Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Somit können wir uns das Rennen ein bisschen aus seiner Sicht ansehen. Vielleicht können wir ein bisschen im Windschatten fahren, wenn wir etwas aufholen. Ich spule mal etwas vor und wir schauen, ob wir es in den Windschatten schaffen. Super! Patrick hat es in den Windschatten geschafft. Lasst uns nun ein bisschen die Fahrt im Dreierpack beobachten. Während ich die 3 hier überhole, muss Patrick im Gegenwind die 2 leider davonziehen lassen und zieht daher erstmal alleine weiter seine Runden. Mittlerweile hat Patrick Rieke eingeholt und klappt nun den Außenspiegel aus, damit er gleich sicher überholen kann. Patrick befindet sich jetzt in der letzten Runde des Stundenrenns und fährt aktuell durch die letzte Kurve, die ihn auf die Zielgerade führt. Genießen wir den Zieleinlauf mit Patrick. Damit ist das Stundenrennen offiziell beendet. Patrick ist mit seinem Trike einen Schnitt von 34,7 km/h gefahren. Mit meinem DF habe ich trotz der Probleme immerhin einen Schnitt von 62 km/h geschafft. Matthias König hat als schnellster Fahrer einen Schnitt von sage und schreibe 73,4 km/h auf den Asphalt gebrannt. Herzlichen Glückwunsch an alle Siegerinnen und Sieger dieses tollen Renntages und ein riesen Dankeschön an die Organisation, die dieses Rennen möglich gemacht hat. Und an Jörg und Patrick für die Aufnahmen. Danke euch. Ich hoffe, viele von euch nächstes Jahr bei diesem Rennen zu sehen. Danke fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und Abo da. Bis zum nächsten Mal.